Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Unsere Reise geht weiter. Schön, dass ihr dabei seid. Von Vilanova de Sau über Candasnos, Villarreal de Huerva bis El Pobo und letztendlich Teoril. Nachdem wir ein paar bedeckte Tage in Vilanova de Sau hatten, freuen wir uns heute über trockenes Wetter, Sonne und angenehme 18 Grad. Es ist T-Shirt-Wetter. Wir fahren mit entspannten 90 km/h bei wieder einmal angenehm geringer Verkehrslage Richtung Candasnos. Unser erstes Übernachtungsziel auf dieser Etappe. In Candasnos angekommen, sind wir wieder einmal erfreut über ein wunderschönes, einsames Fleckchen Erde mitten in Spanien. So, da hinten steht da Klaus Bärbel. Wir haben jetzt hier auf halber Strecke einen Stellplatz angefahren, der auf einem kleinen Berg liegt. Es dämmert jetzt auch langsam. Wir wollen hier heute übernachten. Und wie ihr seht, hier ringsrum ist wirklich nichts. Wirklich rein gar nichts. Wir machen jetzt noch einen schönen Spaziergang, genießen den Sonnenuntergang und morgen geht es dann weiter. Gute Nacht, Candasnos. Nachdem wir eine sehr ruhige Nacht hier verbracht haben, machen wir uns nach dem Frühstück gegen Mittag wieder auf den Weg. Die Sonne lacht uns wieder ins Gesicht bei angenehm 17 Grad. Unser Ziel heute: Villarreal de Huerva. Wir verlassen die karge, bergige und sandige Landschaft. Hier wird es flacher und grüner. Man kann auf einmal kilometerweit gucken. Es kommen Erinnerungen an Paraguay in uns hoch. Nach gerade einmal 2 Stunden erreichen wir Villarreal de Huerva. Für heute Nacht ist das unser Plätzchen, wie immer kostenlos und einsam. Hier gibt es weder Wasser noch Strom oder irgendwelche Entsorgungsmöglichkeiten, aber das brauchen wir auch noch nicht, weil heute schien den ganzen Tag die Sonne. Wir sind ein paar Stunden gefahren, insofern sind unsere Akkus voll. Unser Wasser ist auch noch, unser Wassertank, da ist auch noch genug drin, das reicht allemal. Aber es ist wunderbar ruhig hier, man kann die schöne Aussicht genießen und wir sind hier so ziemlich, ja, was heißt so ziemlich, wir sind hier ganz allein. Wie an fast jedem Stellplatz, auf dem wir bisher übernachtet haben, gibt es auch hier eine kleine Kirche. Es ist wunderbar ruhig und wir sind umgeben von Wald und Natur.
Nach einem ausgiebigen Spaziergang kochen wir was Schönes und verbringen den heiligen Abend zu dritt bei wunderschöner Aussicht. In unserem 3-Mädels-Haushalt gibt es eine Frühaufsteherin. Lotte ist es nicht. Und ich bin es auch nicht. Es ist noch früh am Morgen, gerade einmal 5:30 Uhr. Doch der Kaffeeduft lockt mich jetzt doch aus dem Bett. Jetzt geht's nach El Pobo. El Pobo? El Pobo geht's jetzt so, ihr Lieben, wir fahren jetzt weiter, haben hier eine ruhige, angenehme Nacht verbracht und als ich heute Morgen dann so ein bisschen ein paar schöne Aufnahmen mit der Drohne machen wollte, da ist mir die, ich habe die Drohne heute Morgen geschrottet quasi. Das liegt aber nicht an mir, sondern an der Drohne, denn die hat in letzter Zeit öfter mal Probleme gemacht. Da ist diese DJI Mavic Mini auch bekannt für. Die hat, erstmal verliert die immer die Verbindung zur Fernbedienung, also zum Handy in dem Fall. Und zweitens mal hat die immer Probleme mit dem Motor. Die hat immer irgendwelche Probleme mit dem Motor. Dann macht die so komische Sachen, dass die auf einmal abstürzt, und das ist heute Morgen auch wieder der Fall gewesen. Ja, und dann ist sie schön runtergeknallt hier auf die Steine und dann hat es den Gimbal zerschossen, also diese kleine Kamera, die vorne drin ist. Tja, und jetzt ist sie Schrott und das ist richtig scheiße, weil wir ja jetzt auf dem Weg sind ins Alto Tajo. In diesen Nationalpark, wo wir wandern gehen wollen und wo wir mit Sicherheit ganz tolle Drohnenaufnahmen hätten machen können. Ja, und jetzt ist es halt so, dass wir uns überlegt haben, wir werden eine neue Drohne kaufen. Wir haben jetzt eine bestellt über Amazon. Diesmal aber auch eine etwas neuere Version, wieder eine DJI, aber die Mavic Mini 3. Und die soll diese Probleme auch nicht mehr haben. So, und die kommt jetzt aber leider erst zwischen 30.12. und 4. Januar. Nach Norden starten. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie die nächsten 2 Wochen in diesem Nationalpark verbringen, was ja auch kein Problem ist. Aber so wie wir es geplant haben, wird es halt nicht gehen, dass wir diese Route da so abfahren, wie wir es vorhatten, sondern wir müssen uns in einem gewissen Raum aufhalten, weil wir die Drohne zu einem Paketshop da in der Nähe jetzt haben liefern lassen oder schicken lassen. So, und jetzt werden wir nach, wie heißt es? El Pobo. Nach El Pobo fahren. Da soll auch ein ganz netter Stellplatz sein mit kostenlosem Wasser. Da ist wieder so ein Brunnen. Sonne haben wir ja, also mit Strom kommen wir ganz gut klar, denke ich, einige Tage. Vielleicht auch sogar die ganzen 2 Wochen, das werden wir dann sehen. Und Hauptsache, wir haben Wasser zur Verfügung. Und da werden wir dann eben 2 Wochen verbringen wahrscheinlich, um auf unsere Drohne zu warten. Nützt ja nichts. Jetzt geht es erstmal weiter Richtung El Pobo. Hier wird es wieder bergiger bei trockener, karger Landschaft. Klaus Bärbel kämpft sich die Steigungen hoch und wir bemerken wieder, dass uns kaum ein weiteres Auto begegnet. Seite. Da sind wir. El Pobo.
Der Platz liegt wieder einmal an einer kleinen Kirche. Neben dem kleinen Stellplatz befindet sich eine Ausstellung der Tiere, welche vor 8,7 bis 5,3 Millionen Jahren in der togolanischen Savanne in El Pobo bei Theoril gelebt haben. Das Wichtigste zuerst: wir brauchen Wasser. Jetzt angekommen in El Pobo, also quasi der Arsch. So fühlt sich das hier auch an, am Arsch der Welt. Also wir sind hier am Ortsrand von El Pobo und wie man sieht, ist hier nichts. Und hier ist ein Brunnen, beziehungsweise soll es da Wasser geben. Aber leider kommt da kein Wasser. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Tja, es ist wie es ist. Wir sind froh über unsere 3 30 Liter Wasserreservekanister in der Garage. Denn die kommen jetzt das erste Mal zum Einsatz. Wir lassen den Tag gemütlich ausklingen, denn morgen wird gewandert. Nach einem leckeren Müsli mit Obst und Joghurt geht es los. So, wir haben eine angenehme, ruhige Nacht verbracht und wir werden an diesem skurrilen Örtchen ja noch eine Nacht verbringen. Und heute gehen wir erstmal richtig schön wandern, und zwar da in die Berge. Wir haben einen langen Weg vor uns. Unser Ziel da oben. Also falls ihr euch wundert, warum wir so dick angezogen sind. Wir hatten vorgestern ja noch irgendwo um die 20 Grad. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da noch waren. Und als wir gestern hier angekommen sind, da wurde das schon wirklich richtig frisch. Abends, wir haben heute Nacht 6 Grad gehabt und jetzt haben wir 14 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Es ist allerdings auch ein recht erfrischender Wind, will ich mal sagen. Mir ist ziemlich warm, aber ich will mich auch nicht ausziehen, weil ich seit einer Woche mit einer Erkältung rumrenne und deswegen puste ich auch so ein bisschen wie so eine Dampfwalze, weil es die ganze Zeit bergauf geht und ich so ein bisschen schlecht Luft kriege. Aber ja, es ist auf jeden Fall wunderschönes Wetter, aber es ist hier sehr abgekühlt. Wir treffen auf verlassene Häuser. Also es gibt hier in Spanien wirklich sehr, sehr viele solcher alter Bauruinen. Die hat man hier überall stehen und das finde ich immer unheimlich interessant. Da mag ich immer gerne reingehen. Ich frage mich immer, ob da wirklich mal Menschen drin gelebt haben. Steht noch ein alter Kinderwagen, ein paar Konservenbüchsen, 2 Zimmer, Küche, Bad. Wir machen ein kleines Päuschen und genießen die absolute Stille an diesem Ort. Naja, und Lotte, die hat keine Zeit für Pausen, die hat zu tun.
Das ist ein trockenes Flussbett hier zwischen diesen Bergen. Hier ist es ganz, ganz windstill. Ganz angenehm. Huch! Die Steigung ist nicht stark, aber stetig. Es wird anstrengend und so langsam merken wir unsere Oberschenkel. So, fast geschafft. Am Ende wird es natürlich noch mal ein bisschen steiler. Auf die letzten Meter wird es nicht nur steiler, sondern auch immer steiniger. Wir haben Hunger, aber das Ziel ist in Sicht. Oben angekommen genießen wir die wunderschöne Aussicht. Rundherum ist nichts als scheinbar einsames Land. So, da unten, da ist El Popo. Und da steht Klaus Bärbel. Aber da in dem Ort ist die nächste Tankstelle. Wir fühlen uns entschleunigt. Zeit, etwas zu essen. Wer kennt sie? Zum Nachtisch gibt es Paraguay-Kekse. Zeit zurückzugehen, bevor es dunkel wird. Schließlich wollen wir am nächsten Tag früh weiter. Lediglich 40 Kilometer haben wir vor uns. Wir steuern den städtischen Wohnmobilstellplatz von Teorel an. Und zum ersten Mal stehen wir nicht einsam und allein, sondern in Gesellschaft bei Dauerbeleuchtung am Stadtrand von Teorel. Es gibt kostenloses Wasser und alle Entsorgungsmöglichkeiten für maximal 72 Stunden. So, wir sind jetzt 40 Kilometer weiter Richtung Alto Tajo gefahren. Und zwar sind wir jetzt in der kleinen Stadt Teruel. Hier stehen wir auf dem städtischen Karawanstellplatz der Stadt. Das ist so am Ortsrand gelegen. Direkt nebenan ist ein Supermarkt, eine Tankstelle, wo wir auch Gas tanken könnten. Noch brauchen wir aber nicht. Und ja, und man braucht wirklich nur eine Minute über die Straße gehen und ist dann wieder mitten in der Natur. Hier kann man wunderschön spazieren gehen. Hier werden wir die nächsten 4 Tage verbringen, denn wir müssen hier jetzt warten auf unser Paket. Das haben wir ja liefern lassen zu einem Paketshop hier in Teruel. Das soll jetzt in 4 Tagen kommen oder in 3.
Und solange bis das da ist, werden wir hier bleiben. Das ist auch mal ganz schön. Wir werden uns mal ein bisschen diese kleine Stadt angucken. Werden ausnahmsweise oder abwechslungsweise mal einen kleinen Stadtbummel machen, anstatt in den Bergen oder in der Natur spazieren zu gehen, wobei wir das hier natürlich auch können. Und da stehen auch einige andere Wohnmobile. Wir stehen da nicht alleine. Wir haben kostenloses Wasser wieder, Entsorgung, Toilette, Entsorgung, Grauwasser, aber kein Strom. Nun scheint hier aber in den kommenden Tagen gut die Sonne und da sollten wir ganz gut mit zurechtkommen mit dem Strom. Was hier allerdings nicht so schön ist, das ist die Tatsache, dass hier wirklich viel Müll rumliegt. Also wir haben bis jetzt auf unserem Weg durch Spanien haben wir öfter schon bemerkt, dass sehr wenig Müll rumliegt. So am Straßenrand und überhaupt. Und hier ist das jetzt allerdings anders. Hier ist schon an dem, wie wir losgelaufen sind, hier am Stadtrand, da liegt schon viel Müll am Wegesrand rum. Hier hört das jetzt wieder auf. Ich denke mal, je näher man an einer Stadt ist, je mehr Müll liegt da rum. Je mehr Menschen, je mehr Müll. Das ist leider so. Aber das ist auch der Grund, warum wir gerne da sind, wo nicht so viele Menschen sind. Wir verbringen 3 Tage in Teruel. Auch hier erkunden wir die Umgebung und machen unseren geplanten Citybummel. Die Innenstadt von Teruel ist sehr sauber. Sie ist über 2 Brücken zu erreichen und es gibt sogar einen Outdoor-Fahrstuhl für die Bewohner aus dem Tal. Die vielen schmalen Gassen, teilweise mit Kopfsteinpflaster, die rustikalen Gebäude mit ihren Balkonen und die vielen verschnörkelten Metallgeländer sind wirklich sehr schön anzusehen. In kleinen Cafés und Bistros sitzen die Menschen entspannt in der Sonne und plaudern. Eine wirklich schöne Innenstadt. Unser Paket mit der Drohne können wir pünktlich abholen. Wir sagen Adios, Teruel.